lockert hier den Boden. Wir haben 2 Sachen verkehrt gemacht. Wir haben zu früh gesät und zu dick gesät. Das ist einfach Grundvoraussetzung, was wir hier nicht mehr so in den Griff kriegen. Und deswegen müssen wir jetzt mit der Rollhacke, nennt sich das, den Boden auflockern, probieren, dass wir da den Unkrautdruck in den Griff kriegen. Aber ich bin guter Hoffnung. Schauen wir mal, wie das wird hier. Familie Fritz Emmerich will in diesem Jahr umstellen auf biologische Landwirtschaft. Ein gewaltiges Projekt. Nicht nur auf dem Acker, auch bei der Tierhaltung muss alles umgekrempelt werden. Bei den Rindern haben sie schon angefangen. Die haben am Stall einen neuen Auslauf bekommen. Ihr Hof liegt mitten in Hessen zwischen Kassel und Frankfurt im Ebsdorfer Grund. Die Angusrinder kommen im Sommer auf die Weide. Aber jetzt im zeitigen Frühjahr machen die neugeborenen Kälber viel Arbeit. Bleibt die. Am Anfang manchmal, die sind ein bisschen dumm. Kommt nicht oft vor, aber wenn sie dann nicht gleich die ersten paar Stunden die erste Milch kriegen, dann sind sie nachher geschwächt. Und manchmal hat auch die Mutter nicht so einen richtigen Mutterinstinkt. Da muss sein Sohn Andreas bei der Suche nach der Milchquelle noch etwas nachhelfen. Nebenan kümmert sich Andreas Mutter um die Hühner. Die leben hier draußen ein bisschen gefährlich. Deswegen teilen sie sich ihr Gehege mit ihren ungewöhnlichen Bodyguards. 2 Pfauenziegen. Die passen auf die Hühner auf, vertreibt der Habicht und den Fuchs. Weil der Habicht, der holt schon, die sitzen hier oben in den Bäumen und warten nur drauf, Futter zu kriegen. Eine kleine Schar Hühner ist es bislang. Auch hier wollen die Fritz Emmerichs umstellen auf Bio und dann viel mehr Hühner halten. Die größte Herausforderung liegt aber im Schweinestall. 600 dänische Edelschweine mästet die Familie. Täglich viel Arbeit im Stall. Trotzdem aber können sie kaum mehr davon leben. Und sie sind sehr unzufrieden mit der Vermarktung. Das Fleisch wird verramscht für 1,30, 1,34 hatten wir jetzt Basispreise über ein halbes Jahr. Da kann keiner von leben. Und ich muss auch, oder meine Familie muss auch leben. Und wir müssen einen vernünftigen Preis kriegen. Den kriegen wir in der konventionellen Schiene nicht mehr. Das ist einer von vielen Gründen, warum die Fritz Emmerichs jetzt biologisch wirtschaften wollen. Wir hatten mir damals schon 1,3 Quadratmeter gebaut und Ketten eingebaut. Das ist jetzt Pflicht. Wenn es dem Tier gut geht, dann hast du keine Krankheiten drin. Das ist wie beim Menschen auch. Wenn die Arbeit nicht Spaß macht, wirst du krank. Und das ist beim Tier genauso. Der darf nicht zu überbelegt sein, der Stall. Die müssen Platz haben. Nach dem Umbau haben die Schweine nicht nur Ketten als Spielzeug, sondern mehr Platz und Auslauf. Die Spaltenböden, durch die Urin und Kot ablaufen, verursachen oft Gelenkprobleme und Schmerzen. Sie kommen weg. Wir fangen jetzt schon an. Also jetzt laufen die Schweine jetzt aus, die Verkaufsschweine, die werden dann zum Metzger vermarktet. Und dann, wenn der Stall dann leer ist, dann wird die Aufstallung alle rausgemacht, ausgebaut. Und dann fangen wir schon an, aufzubauen wieder. Ein gewaltiges Projekt, das die Familie da in Angriff nimmt. Der Bauantrag ist gestellt. Wir hoffen, dass wir spätestens im März, April die Baugenehmigung bekommen und können somit im Frühjahr anfangen zu bauen. Da lässt sich schön, im Sommer lässt sich gut betonieren. Seine landwirtschaftliche Lehre hat Andreas erst vor kurzem beendet. Ich habe ja den Betrieb übernommen seit dem 1.1. von meinem Vater. Und hat alles überlegt, was will ich machen? Will ich so weitermachen wie mein Vater? Neuer Wind, neue Generation. Irgendwie will ich ja auch die nächsten 30 Jahre wirtschaften. Und da habe ich mich entschieden für den ökologischen Landbau, weil das wieder eine Herausforderung ist. Und die will der junge Landwirt jetzt meistern.
Glücklicherweise hat er noch seinen Vater an der Seite, der die Erfahrung aus der konventionellen Landwirtschaft mitbringt. Was die Umstellung betrifft, zieht Heinrich Fritz Emmerich mit dem Sohn an einem Strang. Wir haben als billiger Lebensmittel produzieren müssen und sollten als mehr produzieren. Das ging nur mit einem intensiven Pflanzenschutz und intensiver Düngemanagement. Und das war für uns jetzt der Schlussstrich für uns persönlich. Also wir wollen nicht mehr Masse, wir wollen Qualität anbauen und haben uns deswegen auch entschieden, wir werden jetzt weniger ernten, aber nicht mehr auf Kosten der Natur. Denn auf diesem Land haben schon sein Vater und sein Großvater gewirtschaftet und das soll auch noch den Enkeln erhalten bleiben. Aber die neuen Arbeitsmethoden fordern auch ihren Tribut. Bei der Tritikale, einer Kreuzung aus Weizen und Roggen, gibt's Probleme. Das ist jetzt das Hauptwerkzeug alles Biolandwirts, die Spade, dass wir unseren Boden kontrollieren. Das haben wir dann alles hier drin. Ich mache jetzt mal einen Spatenstich hier raus, was die all für Unkräuter die Natur vorbringt. Ich muss mal die Brille aufsetzen. So, wir haben hier Hirtentäschelkraut. Dann kommt, das ist Klettenlabkraut. Andreas, komm mal hier, das ist der Fuchsschwanz. Der ist genauso groß wie die, das ist das Schwierigste, was wir haben, unseren Fuchsschwanz. Der ist genauso groß wie die Tritikale. Die beiden haben noch nicht alle Maschinen, die ein Biobauer braucht und deshalb einen Nachbarn bestellt, der mit seiner Rollhacke den Boden auflockert. Später wollen sie mit einem anderen Gerät versuchen, das Unkraut herauszuziehen, wenn es dafür nicht schon zu spät ist. Aber das wird sich zeigen. Zu Hause ist der Rest der Familie am Brotbacken. Das Backhaus gehört der Gemeinde und hier backen viele Familien aus dem Dorf. Die Fritz Emmerichs machen das alle 3 Monate. Großvater Heinrich hilft immer noch mit auf dem Hof und ist meist auch beim Backen dabei. Und heute auch der älteste Sohn Christian. Die Brote werden später eingefroren und reichen für die nächsten Wochen. Und weil es jedes Mal ein kleiner Festtag ist, gibt es auch eine oberhessische Spezialität: Schmierkuchen. Der Brotteig wird belegt mit Kartoffeln und Speck. Die kleine Frieda, das jüngste Familienmitglied, ist gerade mal eine Woche alt. Andreas hat seine Lehre unglücklicherweise noch in der konventionellen Landwirtschaft gemacht. Die Bio-Idee kam später. Jetzt muss er sich viel Wissen woanders herholen. Heutzutage ist ja viel internetmäßig oder es gibt auch von Naturland, die haben Seminare und die helfen mir weiter. Und auch untereinander die Biobetriebe, die helfen sich untereinander noch viel aus. Also kannst du immer noch einen anrufen und sagst hier, wo gibt es da Probleme oder wie macht man es am besten? Die Oma zu backen. Ja. Beim Essen diskutiert die Familie die neuen Pläne. Großvater Heinrich ist skeptisch, ob alles so klappen wird. Da muss die Hacke wieder scharf gemacht werden. Es gibt viel Unkraut und das soll ja nicht reif werden. Hacke müssen wir bauen dieses Jahr 1 Hektar Zuckerrüben an. Und ja, da geht, also 3 Hacken habe ich schon gekauft. Ich habe 3 Schwestern und meine Frau noch, die kriegt die 4. Mal schauen, wie das wird. Ein paar Wochen später. Vater und Sohn versinken in Akten und Anträgen für den Stallumbau. Aber getan hat sich noch nichts. Das kann problematisch werden, denn schließlich ist die Familie auf das Einkommen aus der Schweinemast angewiesen. Wir haben Anfang Januar den Bauantrag im Landratsamt abgegeben. 7. März haben sie alle Behörden gehabt, die gefragt werden mussten, sprich Landwirtschaftsamt, Gemeinde, Unternaturschutzbehörde, Unterwasserbehörde. Und jedenfalls vor Ostern hat sich nichts bewegt. Das nervt auch als Landwirte. Wir Landwirte, wir sind agil, wir wollen, wenn wir was anpacken wollen, dann wollen wir anfangen. Und wir haben auch Verträge. Sie wollen sich gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn es in diesem Jahr nicht mehr klappt mit dem Stallbau. Den Plan haben wir noch nicht geschmiedet. Also den will ich oder wollen wir auch gar nicht schmieden, weil
wir wollen ja unsere Verträge einhalten und wollten ja auch weiter Schweine mästen. Natürlich, das wäre ja auch ein Riesenverlust für Sie. Oder? Ja, das noch obendrein. Weil dann bricht ein Standbein von unseren 3, die wir haben, vom Betrieb erstmal weg. Als wenn das schon alles wäre. Die Familie hat noch ganz andere Sorgen. Andreas ist in der Maschinenhalle von einem Container gestürzt. Aus 3 Metern Höhe. Totalausfall für mehrere Wochen. Ja, das Handgelenk ist gebrochen und im Gesicht das Jochbein und der Kiefer war gebrochen, ja. Das ist aber alles so sieht. Ja, ich hab noch Glück gehabt. Ja. Ich muss jetzt mehr fahren. Und Frühjahrsarbeit ist immer die schwierigste, bis wir das alles auf die Kette kriegen. Der Zeitpunkt war recht ungünstig. Der war recht ungünstig, aber Unfälle kann man sich nicht aussuchen. Heute ist Andreas das erste Mal wieder mit auf dem Feld. Check bei den Ackerbohnen. Die sind für die Bioferkel geplant. Wenn die Bohnen nicht wachsen, kriegen die Ferkel kein heimisches Eiweißfutter. Hier, guck mal, jetzt haben wir ein bisschen, Die beiden kontrollieren den Boden. aber hier ist alles, Erste Zentimeter alles, ist ein bisschen feucht. alles trocken. Es hat zu wenig geregnet. Ja, wir brauchen Wasser. Wasser ist ausschlaggebend. Ja, jetzt Ohne gibt's Wasser, ein bisschen. ja, jetzt gibt es ein bisschen, aber ohne Wasser wird das Hoffen wir Jahr, mal, wird das Jahr steigt dieses Jahr noch schwieriger wie letztes Jahr. Weil wir auch gar keine Winterfeuchte hatten. Gar keine richtige. Das heißt, der Boden ist staubtrocken. Das einzige Gute, die Trockenheit ist, das Unkraut wächst auch nicht, gell? Die Distel wächst. Die Distel wächst. Die wollen wir nicht haben. Distel gibt ein Problem. Weil gegen die Distel haben wir einfach nur mechanische Unkrautbekämpfung. Die muss man dann hacken. Hilft nichts. Heute ist auch Weideauftrieb bei den Angusrindern. Die brüllen schon 2 Tage, sie wollen endlich raus. Das frische grüne Gras, das riechen die. Das Verladen ist deshalb ein Selbstläufer. Die Tiere gehen freiwillig in den Hänger. In mehreren Etappen transportieren Vater und Sohn die Rinder auf die Weide. Mit dabei, wie immer, Hündin Schabi. Die Kühe, die schon auf der Weide sind, galoppieren den Neuankömmlingen entgegen. Den ganzen Sommer wird die Herde hier draußen auf verschiedenen Weiden verbringen. Für die Kälber ist alles noch neu. Die müssen jetzt mal die Grenze ablaufen, dass sie sehen, wo die Drähte sind, wo die Grenzen sind, dass sie uns nicht durchspringen. Aber das sind alte Kühe, die kennen die Weiden. Und das Euter der Mutter finden die Kälber mittlerweile auch längst selbstständig. Andreas ist immer noch angeschlagen. Viel kann er nicht mithelfen. Ja, man muss. Hilft ja nichts. Ja, aber mein Bruder und, sagen wir mal, mein Cousin, die haben Urlaub genommen jetzt. Nächste Woche nimmt mein Bruder Urlaub, also da steht die Familie schon hinter. Die machen das schon. Kannst du schon verlassen drauf. Und natürlich werden sie gut versorgt. Der Cousin, der kommt und hilft und sind wir froh, dass jetzt die Arbeit weitergeht, die normalerweise der Andreas machen muss. Da sind wir dankbar, dass das jetzt so ausgegangen ist. Es hätte auch echt anders ausgehen können. Die Familie hält zusammen. Auch der älteste Sohn Christian hat sich in den letzten Wochen öfter freigenommen. Er arbeitet in einer Firma als Elektroniker. Endlich geht es mit dem Schweinestall weiter. Die Bewilligung ist durch. Die Landrätin bringt heute auch den Förderbescheid vom Land Hessen. Die Umstellung kostet die Familie fast 500.000 Euro. 180.000 Euro übernimmt das Land Hessen. Alles ein Grund zum Feiern. Ja,
Ja. Gott sei Dank, dass es zum Ende kommt. Anfang und Ende. Im Schweinestall ist jedenfalls alles bereit für den Umbau. Die letzten Tiere sind verkauft. Aber die Firma, die den Ausbau machen soll, hat durch das lange Warten auf die Baugenehmigung einen anderen Auftrag vorgezogen. Und so lange wird der leere Stall Heinrich noch Probleme machen. Ach, hat mir das Herz gebrochen. Jetzt sehe ich den großen Stall. Es quiekst nichts mehr drin, es grunzt nichts mehr. Ich weiß morgens gar nicht, was ich machen soll. Normal warte ich morgen meinen Stallgang eine Stunde. Ja, muss ich mal an der Arbeit suchen. Die gibt's allerdings reichlich. Im Stall haben die beiden schon viel Vorarbeit geleistet, die alten Boxen rausgerissen und auch den Außenbereich haben sie schon vorbereitet. Ohne Eigenleistung könnten sie das gewaltige Bauprojekt finanziell gar nicht stemmen. Die Ferkel, die jetzt hier aufgestallt werden, die sind schon geboren, hat mir der Ferkelerzeuger gesagt. Anfang Oktober wird die erste Lieferung kommen. Oder sind sie bestellt, dann müssen wir sie abnehmen und dann muss auch fertig sein, weil sonst müssen wir sie irgendwo auf die Wiese treiben. Das geht mit den Ferkeln natürlich nicht. Der Druck beim Stallbau ist also trotz der Baugenehmigung noch nicht raus. Wahrscheinlich ich. Andreas hat mit seinen 21 Jahren zwar den Betrieb übernommen, aber sein Vater trägt noch viel Verantwortung. Sie sind ein gutes Team, auch wenn sicher nicht alles reibungslos klappt. Ja, ich mache die Frühschicht und die junge Generation macht die Spätschicht. Ist manchmal nicht so einfach, den richtigen Stadttermin zu finden, aber naja, da wachsen sie, glaube ich, noch rein. Morgens bin ich schon dabei, aber ist nicht so früh, brauchen wir auch nicht anzufangen. Im Stall sind noch keine Schweine. Dafür sind welche auf dem Weizenfeld. Und das gefällt Heinrich natürlich gar nicht. Hier wüten sie jede Nacht. Das Feld liegt direkt am Waldrand. Das ist ein Biotop für die Wildschweine vom Feinsten. Und sie brauchen mal ein bisschen andere Nahrung wie Bucheckern und Eicheln. Und dann machen sie sich jetzt hier an den Bioweizen her. Der Bioweizen ist schon von der Abreife ein bisschen früher wie der konventionelle. Der ist in der Milchreife. Das sieht man hier, wenn man so ein Körnchen drückt. Da kommt es hier schön natschig noch, der Milchkörper. Und das schmeckt den auch. Hier hat Heinrich schon so manche Nacht gesessen und versucht, die Wildschweine zu erlegen. Bislang leider ohne Erfolg. Der muss noch 14 Tage stehen. Wenn die alle 14 Tage die Nacht hier reinmachen, also dann brauchen wir hier mit dem Mähdrescher nicht mehr viel zu dreschen. Blöde Viecher. Nebenan auf dem Gerstenfeld ist die Ernte schon gelaufen. Andreas ist dabei, die Stoppeln zu bearbeiten. Das Feld muss für die nächste Aussaat vorbereitet werden. Der Boden wird gelockert und die Erntereste eingearbeitet. Das Stroh kann dann besser verrotten. Andreas ist momentan jeden Tag auf den Feldern beschäftigt. 180 Hektar Ackerland bearbeitet die Familie. Da gibt es zur Erntezeit reichlich zu tun. Das ist jetzt Andreas sein Part, weil ich auch zurzeit ein bisschen mehr am Bau zu tun habe, kopfmäßig. Und da bin ich auch ganz froh, dass der so in den Betrieb eingestiegen ist. Und dann muss ich auch entfalten. Dann muss er auch sagen, es wird auch vielleicht der eine Standort nicht für das eine Fruchtfolge gut sein. Dann sehen wir mal nächstes Jahr, was dabei übrig bleibt oder was kommt. Der Bioanbau bringt auch wieder viel Handarbeit mit sich. Unkrautvernichter spritzen, das war früher. Auf dem Zuckerrübenfeld machen sich jetzt die Unkräuter wirklich breit. Wir haben ungefähr 110 Hackstunden jetzt schon auf dem Hektar drauf. Ich habe 2 Tage auf der Knie gesessen, habe die Melde rausgerissen und die Taubnessel war drin. Und die war direkt an der Wurzel von der Zuckerrübe. Da musste man mit dem Daumen die Rübe festhalten, sonst hätte sich die Rübe mit rausgezogen. Also das war schon ein Hype, also das war nicht so prickelnd. Sehr viel Arbeit, aber die Rüben gedeihen wenigstens, anders als das Futtergetreide. Der Tritikale, die haben wir zu früh gesät. Da haben wir alle Fehler gemacht, die wir machen konnten. Wir haben zwar im Frühjahr noch alles probiert, mechanisch das Unkraut in den Griff zu bekommen, aber die Natur war stärker. Da war der Häcksler da und haben es in die Biogasanlage gefahren. Und Rückschläge gibt es mal,
Aber dafür gibt es auch wieder Sonnenschein. Hoffentlich läuft's bei den Biohühnern. Die wohnen jetzt in einem Hühnermobil. Die Verstecke auf der Wiese sind auch schon eingerichtet. Nach einer Eingewöhnungszeit dürfen die Hühner heute raus. Und haben schon ein paar Eier gelegt? Nee, noch nicht. Ganz Eistreu reinmachen. Ja. Schwere Arbeit würde ich machen. Das ist heute der erste Tag, wo die Hühner rauskommen. Die sind jetzt 3 Wochen da. Und heute machen wir das erste Mal die Klappe runter. Und dann sind wir alle gespannt, wie sie sich verhalten, unsere Hühner. Morgen. Pass auf jetzt, ich lasse raus. Zum ersten Mal in die Freiheit. Heinrich lässt ganz vorsichtig die Klappe runter. Aber die Begeisterung der Hühner hält sich stark in Grenzen. Keines traut sich auf die Wiese. Komm raus! Komm her, komm! Komm, dir gibt's schönes, frisches Gras. Die haben noch nie so Licht gesehen. Die waren jetzt also Tageslicht, Sonne. Gras kennen sie gar nicht. Die waren nur jetzt 3 Wochen hier im Stall. Und ich denke, die haben jetzt erstmal Angst. Während Edith von draußen lockt, versucht es Heinrich im Hühnermobil mit Überredungskunst. Und scheucht tatsächlich ein paar Hühner raus. Mal sehen, ob sie jetzt draußen bleiben. Die wissen noch nicht, was das schöne Gras bedeutet. Zack, lieber wieder rauf in den sicheren Stall. Die Außenwelt scheint noch zu unheimlich. Heinrich versucht mit Futter zu locken. Ich dachte, die kommen jetzt, ich mache die Klappe auf und alle 200 Hühner fliehen raus und freuen sich, flattern über die Wiese. Aber das gibt es, glaube ich, nur im Fernsehen. In der Praxis ist es anders. Ich hoffe nicht, dass ich jeden Morgen so lange die Hühner raustreiben muss. Das hatte ich eigentlich nicht mit eingeplant in meinen Tagesablauf. Dafür ist beim Schweinestall mittlerweile einiges passiert. Aber es ist sehr viel mehr Zeit vergangen, als die Fritz-Emmerichs eingeplant hatten. Und je mehr Zeit vergeht, desto größer wird der finanzielle Verlust. Planung und Verwirklichung, das sind zwei Sachen. Also wir hatten noch Glück, dass wir jetzt noch eine Baufirma für den Außenbereich bekommen haben, weil wir durften, bevor die Bewilligung nicht da war, durften wir auch keine Aufträge erteilen. Und es war keine Firma bereit, einfach zu sagen, ja, eventuell helfen wir oder bauen wir euch im Sommer einen Stall hier. Die haben so viele Aufträge, also, und da haben wir Glück, hier, die brachen einen Auftrag weg der Firma. Die eine Stallhälfte ist schon betoniert. Die Futterautomaten stehen für den Einbau bereit. Vor 14 Tagen, da hatten wir angefangen, da kamen die ersten 4 Autos und dann auf einmal war vom Betonwerk her ein Stock. Kamen 3 Stunden keine Autos und das sieht man dann hier an einem fertigen Beton. Hier muss der neue Beton wieder dran und da gibt es einen Riss. Gut, den Riss müssen wir jetzt ausarbeiten und ein bisschen versiegeln wieder. Heute ist die zweite Stallhälfte dran. Andreas quält sich mit einem Schlauch, durch den der Beton fließen soll. Normalerweise würde der Beton aus der Mischtrommel über den roten Schwenkarm des Pumplasters in den Stall geleitet. Aber der Schwenkarm ist kaputt. Also ist schon wieder Handarbeit angesagt. Jetzt müssen wir vom Pumpauto, also von der Pumpe, müssen wir die ganzen Schläuche verlegen und müssen dann per Hand ziehen. Das ist ein bisschen mühselig. Das wird mühselig werden jetzt. Fritz Emmerichs haben das halbe Dorf mobilisiert, um das Betonieren zu schaffen. Sie müssen zügig arbeiten, bevor der Beton hart wird. Und draußen fährt ein Laster nach dem anderen vor, der seine Ladung in die Schläuche pumpt. Die Männer müssen höllisch aufpassen, dass sie die Fußbodenheizung nicht beschädigen. Die ist unter den Gittern verlegt. Andreas geht bis an seine Grenzen mit dem schweren Schlauch. In jeder Schlauchladung steckt 1 Kubikmeter Beton.
Trotzdem müssen sie absolut präzise arbeiten. Das Gefälle muss stimmen, damit die Gülle später nach draußen ablaufen kann. Auf dem Feld kann die Arbeit trotzdem nicht warten. Die Ackerbohnen sind schon reif und müssen gedroschen werden. Das ist Mitte August. Das ist normal nicht so. Die Bohne braucht eigentlich bis Mitte September, bis sie abgereift ist. Aber durch das trockene Jahr, was wir dieses Jahr wieder hatten, sind wir eigentlich mit der kompletten Ernte 4 Wochen, 3 Wochen eher hier in unserer Region, hier in Mittelhessen. Also wir waren mit der Weizenernte schon im Ende Juli fertig. Habe ich mein Lebtag noch nicht erlebt. Normal 15. August, jetzt um die Zeit, da ist schon mal voll Weizen. Mit dem Zustand der Bohnen ist Heinrich zufrieden. Genauso wie mit dem Unkraut im Ackerbohnenfeld. Hier am Rand sieht man ein bisschen die Kamille stehen, aber im Großen und Ganzen ist der Schlag sauber. Also, das hat dieses Jahr gut geklappt, wird aber nicht jedes Jahr so sein. Also kann er loslegen mit dem Mähdrescher. In den nächsten Tagen ist Regen angesagt und die Bohnen sollten bis dahin ins Trockene kommen. Mein Traum ist schon von klein auf Mähdrescher fahren. Ich habe bei meinem Vater schon nebendran gesessen. Da gab es noch keine Kabinen und noch gar nichts. Da hat meine Mutter schon immer gestimmt, du musst dich festhalten. Seitdem fahre ich leidenschaftlich Mähdrescher. Macht Spaß. Ist natürlich jetzt mit Klimaanlage, Autopilot, hast das Radio an und dann fahren wir los. Die Bohnen liefern das nötige Eiweiß fürs Schweinefutter. Auf den Import der umstrittenen Sojabohnen sind Fritz Emmerichs nicht mehr angewiesen. Am Schweinestall fährt zur gleichen Zeit der letzte Betonlaster vor. Christian hat sich wieder mal freigenommen und hilft seinem Bruder. Die Männer sind froh, dass endlich die letzte Ecke dran ist. Jetzt steht auch der Laster so nah, dass es ohne Schlauch und mit weniger Muskelkraft klappt. Aus dem Restbeton baut Andreas eine Verladerampe. Der Knochenjob hat ja der halten müssen mit dem dicken, fetten Schlauch. Weil der ist schon schwer, oder die Schläuche, die sind ja voll Beton. Aber das sind ja junge Männer, die sind ja noch stark. Die können ja die ganze Nacht Bier trinken, dann können sie auch mal einen halben Tag Betonschlauch halten. Jetzt muss der Beton im Stall noch trocknen und dann kommt der Außenbereich dran. Der Ferkelerzeuger ruft mich schon jede Woche mal an, ob wir auch im Zeitplan sind. Ja, der Zeitplan. Das sieht schon noch nach viel Arbeit aus. Und die gibt's auch nach der Ernte auf dem Acker. Heinrich und Edith beim Steinelesen. Dicke Brocken sind dabei. Edith steuert so nah wie möglich dran. Schabi sucht nebenan nach Mauselöchern. Ja, Steinlesen ist keine schöne Arbeit. Aber wenn wir sie jetzt nicht weglesen, jetzt wo es trocken ist, können wir gut verfahren. Und nächstes Jahr, wenn wir mit dem Mähdrescher kommen und wir fangen sich so einen Stein im Mähdrescher, dann ist er total Schaden. Und deswegen, gerade in dem Biobereich, wir flügen wieder, wir haben 20 Jahre nicht geflügt, da brauchten wir kaum noch Steine zu lesen. Da haben wir einen kleinen Horizont gehabt, 10 cm. Und jetzt flügen wir wieder und da holen wir die Steine wieder raus. Und Steine wachsen auch, seltsam. Der Frost hebt so hoch, jedenfalls Steine hören nie auf. Ist wieder mehr Handarbeit. Es gibt wieder ein paar Arbeitsschritte, die wir 20 Jahre nicht gemacht haben. Die müssen wir jetzt wieder machen. Ja. Sehr viel Mehrarbeit, die der Biolandbau mit sich bringt. Heinrich macht sich mittlerweile Sorgen, ob sich der ganze Aufwand auch wirklich lohnt. In Hessen wird das schon ziemlich gefördert, die Umstellung. Hessen will ja 25%. Die Problematik ist nur, der Markt muss mitwachsen. Und da haben wir zurzeit ein Problem. Wir haben
15 Biobullen stehen und sie sind nicht als Biofleisch zu vermarkten. Werden am Donnerstag geholt in die konventionelle, normale Schlachterei. Und das ist schon ein finanzieller Verlust, weil der Arbeitsaufwand im Biobereich ist einfach höher. Trotz all der Anstrengungen und Rückschläge, für Heinrich und Andreas kommt die konventionelle Landwirtschaft nicht mehr in Frage. Wir sind auch in der Öffentlichkeit als Sündenböcke hingestellt worden, was wir als verkehrt gemacht haben. Und da hatte ich selber keine Lust mehr. Je größer wir die Maschinen gekauft haben, je weniger Akzeptanz in der Bevölkerung haben wir als Landwirt. Und aus dem Teufelskreis muss man raus. Und das ist der einzige Weg, was ich auch sehe, dass wir wieder zurückkommen zu den Wurzeln, wo wir herkommen. Auch der Opa wünscht sich, dass es bald wieder besser läuft. Komm, muss da weggehen. Muss ja wieder was verdient werden. Der halbe Jahr der Schweinestall leer, das ist ja nicht so einfach. Mittlerweile ist am Stall alles betoniert. Diese Woche sollen tatsächlich die Ferkel kommen. Ich hab's. Heute ist nur ein Monteur gekommen, um die Futterautomaten zu installieren. Da muss Heinrich mit anpacken. Ohne Hilfe kann der Monteur das nicht schaffen. Alle sind erleichtert, weil der Stall fast fertig ist. Wird schon schwer? Jo, ich hab's gelegt. Durch die Bauverzögerungen müssen Fritz Emmerichs finanzielle Einbußen hinnehmen. Bis Weihnachten bekommen sie die neuen Ferkel jetzt jedenfalls nicht mehr schlachtreif. Das Weihnachtsgeschäft wollten wir eigentlich mitnehmen, das war so das Ziel. Und das ist auch im konventionellen Schweinemastbereich so gewesen. Nach Weihnachten, da gehen immer die Preise zurück oder auch der Absatz zurück. Aber jetzt sehen die beiden erstmal nach vorne. Es ist immer noch genug zu tun, bis die Ferkel kommen. Im Außenbereich hat eine Firma Tore installiert. Durch die werden die Ferkelgruppen getrennt gehalten, damit es nicht so viele Rangkämpfe gibt. Heinrich und Andreas kontrollieren, ob auch alles so funktioniert, wie es soll. Passt nicht. Wie soll das werden hier? Waren die letzte Woche da, haben die Tore angeschlagen. Das sind ja 5 cm aus dem Lot raus. Das ist einfach nichts von der Stange, gell? Das ist alles so gebaut für uns. Aber das muss ja täglich auf und zu gemacht werden können. Das muss ja schon. Das wird nichts. Da muss jetzt schnell noch eine Lösung her. Ständig gibt es Hindernisse zu überwinden. Als Älterer von unserem Team wird es manchmal schon ein bisschen haarig. Also man wacht doch schon mal nachts auf, macht sich Gedanken, wie es weitergeht. Die junge Generation ist ja da tiefenentspannt. Oder zu sorglos? Am Küchentisch schauen sich die Fritz Emmerichs an, wie viele Veränderungen die 3 Generationen in der Landwirtschaft schon mitgemacht haben. Da war der Andreas auch schon da. Andreas als 3-Jähriger, mittendrin. Das Bild. So ging das früher. Mit dem Pferdewagen. Das war ein Rechen, da wurde gerecht. Und das waren unsere 4 Kinder. Oktoberfest, hä? War das Oktoberfest, weil du das Stempel anhast? Ah ja, Was? Sonntags hast du es denn gepasst. gepasst. Immer nicht. Ja. Irmgard und ihr Mann Heinrich Senior haben den ersten größeren Schweinestall auf dem Hof gebaut. Und immer war die ältere Generation erst mal skeptisch, wenn etwas Neues ausprobiert wurde. Wir hatten einen Garten hinterm Haus früher, einen richtigen Gemüsegarten. Und dann haben wir in 59 angefangen, da rein einen Schweinestall zu bauen. Also die Zahl 9, die hat bei uns da was zu sagen. Da sagt ein Onkel zu mir, du wirst sehen, wie das wird, so ein großer Stall und so wenig Schweine, die verfrieren im Winter. Es ist nicht so geworden. Dann haben wir dann in 99, gell, den ersten Stall und jetzt haben wir 19, jetzt wird er wieder umgebaut. Immer die 9, dreimal die 9. Als ich sagte, ich baue einen Kaltstall, hast du auch zu mir gesagt, die werden dir im Stall erfrieren. 30 Jahre später. Sie nicht erfroren. Jetzt kriegen sie ein warmes Strohbett, jetzt erfrieren sie erst recht nicht. Fußbodenheizung. Kalt oder warm, die Standards ändern sich immer wieder. Heute werden die Bioferkel geliefert. Der Countdown läuft.
Aber der Schneckenförderer in der Futtermaschine funktioniert nicht. Das bedeutet keine automatische Fütterung an diesem Wochenende. Das hat der Opa auch so gemacht damals. Ja, genau. Wie früher. Fütterung in Handarbeit. Insofern eigentlich ein Glück, dass es wegen der Verzögerung beim Stallbau mit den bestellten 250 Ferkeln nicht geklappt hat. Heute kommen erstmal 88 Tiere. Und die wird Andreas schon mit der Handfütterung übers Wochenende bringen. Ja, jetzt müssen wir die 6 Automaten für die Ferkel, die wir jetzt bekommen, müssen wir erstmal mit der Hand voll machen, weil die Schnecke halt kaputt ist. Das ist so eine Landwirtschaft, das ist Katastrophe manchmal. Manchmal steht man auf, geht nie so, wie man alles plant ist. Aber ja, das macht den Beruf aus. Draußen ist Heinrich mit dem Mann vom zuständigen Prüfinstitut zugange. Bernd Nau nimmt den Biostall heute ab. Mit den Toren klappt jetzt auch alles. So wird dann die Falltechnik gemacht. 4 Meter. 8 Meter. $8,55. Die Ferkel, die jetzt kommen, haben ein Gewicht von unter 50 Kilogramm. Ja, hoffentlich 30. Die brauchen eine Stallfläche von 0,8 Quadratmeter und einen Auslauf von 0,6 Quadratmeter. Anfänglich hatten wir gerechnet mit 22 Ferkel. Kommen wir ja hin. Ja. Theoretisch dürften wir 24 Ferkel Richtig, oder 28 sogar reinmachen. 28. Jetzt für die Grundeinstellung. Ja, für die Grundeinstellung. 22 in eine Gruppe. Jetzt muss noch schnell das Stroh in den Stall. Auch ein Unterschied zur konventionellen Haltung. Die Tiere werden hier nicht ihren Kot durch Spalten treten, sondern einen Liegebereich mit Stroh haben und eine extra Kotecke. Das ist ja jetzt auch die Mehrarbeit hier mit dem Stroh Ja, bei Bio. ja. Das Wichtigste ist immer, die Strohqualität muss immer astrein sein, weil die Schweine sehr empfindliche Lunge haben. Jetzt geht das auf die Lunge, Bronchien. Und deswegen muss es immer trocken sein und darf auch nicht staubig sein. Ein Kumpel hat sich freigenommen und hilft Andreas heute. Die Ferkel sollen schließlich nicht lange warten. Erster Einstand ist ja immer mal ein bisschen was Besonderes. Naja, jetzt ja Routine. Dann wird auch nicht mehr so ein Zuschauer hier sein, wie heute sind. Das blitzt ja in so einem Dörfchen rum, dass die ersten Bioschweine kommen. Oder auch viele, die uns geholfen haben, wollen ja auch mal sehen, wenn jetzt die ersten reinlaufen. Oder wie sich sie jetzt auch verhalten, wenn sie jetzt ins Stroh reinkommen. Der lang erwartete Moment. Das ganze Jahr haben sie ihn herbeigesehnt. Nach dem Kraftakt, den die Familie hinter sich hat, freuen sich Andreas und Heinrich, dass die Ferkel endlich einziehen können in den Biostall. Da sind sie. Von da an. Warte. Guck mal. Noch ein bisschen verschüchtert. So viel Publikum sind sie jedenfalls nicht gewöhnt. Ich hatte den Jungen gesagt, sie sollten es heute mal machen. Was ist das jetzt für ein Gefühl, Heinrich, nach einem halben Jahr? Gut, Schweinelos? gut. Geht wieder rum. Ist wieder Leben im Stall. 22 ist gut, sind wert. Jetzt werden die Ferkel in die Buchten verteilt. Immer 22 in eine Gruppe. Ich hoffe, sie leben sich gut ein, aber sind hier munter. Die Schwänze sind alle oben. Das Stroh ist nicht nur dazu da, dass die Ferkel hier gemütlich liegen können. Schweine sind neugierig und intelligent. Gerade die jungen Tiere nutzen das Stroh zum Spielen und auch um ihren Wühltrieb zu befriedigen. Wichtig ist in der Haltungsform, dass ganz konkret immer hinten nur der Liegebereich ist, hier der Fressbereich und draußen der Kotbereich. Weil dann hast du hier auch ein gutes Stallklima drin. Frische Luft drin.
Mit dieser Anlage wird automatisch mehrmals täglich Stroh nachgeliefert. Im Liegebereich sorgen die Dächer dafür, dass sich die Wärme besser hält. Andreas lässt sie runter, damit die Tiere zur Ruhe kommen können. Die Ferkel sind jetzt doch erschöpft nach dem Einzug in den neuen Stall. Auch Schabi fühlt sich hier sauwohl. Und wie sieht es mittlerweile bei den Hühnern aus? Die haben die grüne Wiese doch noch für sich entdeckt. Haben 2 Wochen gebraucht, bis sie erst mal alle draußen waren. 2 Wochen? Ja, also immer nach und nach. Also es war schon, ja, 2 Wochen, 1,5 bis 2 Wochen. Ja, aber jetzt erfreuen sie sich, wenn morgens die Klappe aufgeht. Und dann kommen sie raus und sind den ganzen Tag draußen. Und es gehen auch abends alleine rein. Und die beiden Pfauenziegen Max und Moritz sorgen weiter dafür, dass Habicht und Fuchs auf Abstand bleiben. Kleine Leckerli. Die Eier rollen automatisch aus den Legenestern auf ein Förderband und Edith hat sie schon alle vermarktet. Hier im Altenheim habe ich nachgefragt. Die kriegen jede Woche Eier von uns. Haben ein kleines Lädchen im Nachbarort. Da kann ich sie hinstellen, da bringe ich sie hin. Die Gesamtschule in Heskem, die kamen auf mich zu und haben gefragt, wir hätten doch Biohühner. Und sie würden gerne alles umstellen in der Kantine. Und die kriegen jede Woche. Und da habe ich einen, der mit auf den Markt nimmt. Und so habe ich die Eier alle am Mann. Aber der Eierautomat auf dem eigenen Hof ist immer noch am wichtigsten. Und den muss Edith Fritz-Emmerich regelmäßig auffüllen. Hier kommt besonders am Wochenende viel Kundschaft, wenn die Läden zu haben und die Leute Kuchen backen wollen. Bisher wird hier noch die Wurst aus der konventionellen Tierhaltung angeboten. Aber demnächst gibt es welche von den eigenen Bioschweinen. Das Projekt eines Jahres. In 4 Buchten quiekt und grunzt es schon wieder. Und bald auch in den anderen. Komm her. Hopp, 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 hopp. Aufi. Komm her. Und wie wird's weitergehen im nächsten Biojahr? Ja, werden wir auch mal ein bisschen Lerngeld bezahlen. Ja, das ist halt einfach so. Lerneffekte. Das stimmt. Muss ja auch mal was in die Hose gehen. Man kann ja nicht einfach alles in den Sektor jetzt einsteigen und es geht alles 100%. Man muss auch einfach mal, ja. Und du musst noch was ausprobieren. Genau, das ist so. Fazit bei der Ernte: Nicht allen Weizen haben die Wildschweine gekriegt. Es ist noch ziemlich viel übrig geblieben. Trotz des sehr trockenen Jahres sind die beiden zufrieden. In unserem Beruf musst du immer positiv denken. Wenn du negativ anfängst und morgens anfängst mit Negativgedanken, dann wird das schwierig. Es wird schon werden. Denke ich schon. Ich bin ein positiv eingestellter Mensch. Ihr habt es also nicht bereut, dass ihr auf Bio umgestellt habt? Nee, ich nicht. Nee. Andreas, du? Nö.